First of all, I want to give you a hint. Yeah, you often ask about subtitles and English subtitles, and now we have them, but not in this video because we have to make them step by step. And so check out the first videos of Piranha Becken TV. There you can find some English subtitles now. Was ist denn heute das Thema? Genau, wir haben heute einen Senftopf. Jeder hält sein Würstchen rein, ja? Das ist eins meiner Lieblingsthemen, der Held. Der Held ist ein sehr komplexes Thema, wie ich festgestellt habe, über die ganzen Jahre. Und ja, das ist das zentrale Ding. Wer willst du sein in einem Spiel? Ne? Und zu diesem Zweck haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Ja, wir sind über die Conventions gelaufen und haben einige wichtige Leute aus der Branche, aus der Games-Branche gefragt. Ja, was würdest du dir von einem Spiel wünschen? Und die haben Folgendes gesagt. Geschichte. Die Story, ja. Bei einem guten Rollenspiel möchte ich einfach alles. Spaß. Ja, überhaupt keinen Spaß. Immer Spaß. Wo man sich selber einscannen kann und dass du dann eigentlich quasi deinen eigenen Charakter wirklich in-game siehst. Meine eigenen Charakter. Dimensionen, Abtauchen in die Rolle. Ja, sich in den Charakter versetzen. Auf jeden Fall. Das Wichtigste am Rollenspiel ist für mich tatsächlich der Character Creator. So, also kann man festhalten, einen Helden zusammenklicken, ja, ist hip. Also das wünschen sich die Leute. Sie wollen am liebsten sich selber spielen, ja. Ist aber nicht so einfach, ne, oder? Ja, vor allen Dingen, das sind ja verschiedene Sachen. Also das ist die Königsdisziplin. Ich vermute, deswegen wünschen sich das auch viele. Denn sich selber zu spielen bedeutet erstens, Leute sind super unterschiedlich und man muss eine riesen Bandbreite an unterschiedlichen Menschen überhaupt abbilden können. Und das in einer guten Qualität. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, du machst so einen Gesichtsgenerator, ja, wo du dir dein eigenes Gesicht zusammenklicken kannst, dann muss es natürlich auch wirklich so gut sein, dass ich mich daran selber wiedererkenne. Okay. Und wenn das Ding das nicht leisten kann, dann ist es ein Stück weit Schrott. Denn wenn ich wirklich viel Zeit darin investiere, und es gibt Leute, die investieren tatsächlich sehr viel Zeit darin, stundenlang sich nur mit diesen Dingen, mit diesem einen Feature zu beschäftigen, dann erwarte ich auch, dass das Ding leistet, dass ich irgendwann dahin komme, wo ich eigentlich hin will. Und wenn ich irgendwie von einem hässlichen Gesicht zum nächsten hässlichen Gesicht komme, aber eigentlich komme ich nicht auf den Punkt, doch, aber das ist doch so. Ich meine, dann ist das irgendwie, also lange Rede, kurzer Sinn, wenn man es macht, dann richtig oder man lässt es am besten bleiben. Das ist so der Aufwand, den man leisten muss, wenn man so ein Tool anbietet. Früher waren die Leute dann noch ein bisschen, ich sag mal, kulanter, glaube ich. Denn die Technik war einfach noch nicht so weit, dass das geht. Und heutzutage wäre es ja tatsächlich möglich, so ein Ding auf die Beine zu stellen, dass das alles leistet. Aber die Entwicklungszeit für so ein Ding, bis es tatsächlich perfekt funktioniert, die ist natürlich dann auch immens, ne? Und dann müssen die Figuren im Spiel dann natürlich auch genauso geil aussehen. Na gut, aber die Entschuldigung dafür, ja, da müsst ihr euch halt eben vergrößern, da müsst ihr halt ein paar Leute mehr einstellen, ist ja völlig valide, ne? Aber wir haben noch ein paar andere Gründe, warum wir das nicht machen. Yes. Ne? Nicht nur, weil man dich zusammenklicken kann und die hohen Kosten dann irgendwie sich sparen will, sondern wir haben ja noch mehr Gründe. Ja? Einmal, dass wir eine Geschichte erzählen wollen, ja, von einem Helden. Das heißt also eine ganz spezifische Geschichte von einem Typen, der irgendwie ein Schicksal durchlebt. Das ist mal so ein Ding, ja. Das heißt, man kann das natürlich auch ummünzen auf mal eine Frau und mal einen Mann zu spielen, ja. Oder ein Tierwesen, also so ein Katzenmensch oder sowas kann man sich ja vorstellen. Da sind ja viele Spiele, die so etwas tun, ja. Aber die kommen sehr viel generischer daher mit ihrer Geschichte, ja. Da wird sehr allgemein über diese Person gesprochen, ne? Ich finde, Mass Effect hat das ganz gut gemacht, ne, mit dem Commander Shepard. Da wird immer über den Commander gesprochen. Mhm. Ja. In der Gender-Diskussion über den Commander zu sprechen, wäre heute vielleicht auch wieder so ein Ding. Ja. Müsste man dann nicht Kommandantin sagen oder irgendwie sowas? Ja? Das heißt, es ist schon ein bisschen komplizierter geworden. Mit der Aber Zeit. Tatsächlich eines der besseren Beispiele, die das mal gut umgesetzt haben, in der Regel jedenfalls, dass ich
von ersten bis zum dritten Teil auch tatsächlich meine Figur spielen konnte, auch wenn man die an der einen oder anderen Stelle nochmal anpassen musste, war die Idee auf jeden Fall da und ganz gut. Wenn man jetzt aber irgendjemanden fragt, was ist denn dein Lieblingsheld in irgendeinem Computerspiel, dann kommt in der Regel nicht die Antwort, ja, der Charakter, den ich mir zusammenklicken konnte in XY, sondern eigentlich eher Lara Croft, der Witcher. Ja. Oder irgendwelche anderen Figuren, die tatsächlich von der Geschichte vorher vorgegeben worden sind, weil sie in der Regel häufig aufgrund der Mechaniken auch mehr Tiefe erreichen können. Ja, sie haben eine ganz spezifische Vorgeschichte, die auch nicht nur auf ihr oder sein Geschlecht zugeschnitten ist, sondern auch auf alle Charaktereigenschaften, die diese Figur hat zum Zeitpunkt, an dem man anfängt zu spielen und. Und darum bleiben solche Figuren vielen Leuten natürlich auch im Gedächtnis und werden als das war ein geiler Charakter, das war eine schöne Geschichte, der hatte ja viel mehr Hintergrundinformationen, was nicht unbedingt immer der Fall sein muss, nur weil man einen Gesichtsgenerator verwendet. Aber es wird tatsächlich von außen so empfunden, weil diese Charaktere, da kann man sich einfach sehr viel mehr auf das einlassen, was dieser eine Charakter eben leisten soll. Um nochmal diese Kostengeschichte aufzurollen, ne? Ja gut, was ist denn dafür notwendig? Nicht nur der Generator, sondern auch verschiedene Sprachaufnahmen sind wichtig. Das heißt also, dass man tatsächlich für jeden dieser Charaktere auch eigene Sprachaufnahmen und Sounddateien braucht. Und unsere Leute hier in unserem Team, die kotzen immer ab, wenn die Sprachaufnahmen kommen, ja, weil nämlich dann ein Riesenhaufen von Daten irgendwie durch den Compiler gejagt werden muss, weil jedes einzelne Sätzchen, was wir da sprechen, dann auch eine eigene Datei ist, die dann irgendwie rausgesucht werden muss und hast du nicht gesehen. Das heißt, das ist schon mal eine Sache. Die Kosten sind immens. Der Aufwand, da Regie zu führen, das machen wir ja auch selber, ja, zumindest im Deutschen, ja, ist sehr viel größer. Und wenn du dann noch unterschiedliche Charaktere machst, wir haben jetzt 300.000 Wörter, ja, geschrieben für Elex. Und diese 300.000 Wörter, der Anteil von dem Helden ist sehr hoch. Ich glaube sogar irgendwie 30% oder sowas davon, ja, weiß ich jetzt nicht genau, aber ziemlich hoher Prozentsatz, ja, den müsstest du dann nochmal wiederholen, ja, und wenn du jetzt noch einen Katzenmenschen willst, dann musst du den nochmal wiederholen, ne, wenn man das vernünftig umsetzen will man jetzt einen Roboter spielen, muss man den nochmal wiederholen oder irgendwie generisch also es wird komplizierter. Wenn man jetzt unterschiedliche Charaktere machen, die sollen nicht alle irgendwie sich gleich anfühlen, dann müsste man eigentlich auch unterschiedliche Animationssets machen. Das heißt also, eine Frau, die bewegt sich ja nicht wie ein Mann. Ne? Die ist ja ein bisschen graziler, da kommt sie daher und so weiter. Bei den Kampfsachen sind die sehr ähnlich, Männer und Frauen eigentlich. Ne? Obwohl so ein Flickflack von einer Frau ist was anderes, als wenn so ein Typ sich da hinrollt und so weiter. Also, wo man schon beim Realismus ist, ja, ist schon eine Sache. Und warum haben wir einen Mann? Wir haben einen Mann, weil wir damals auch immer davon ausgegangen sind, dass die meisten Spieler Männer sind, ne? Und sich damit am ehesten identifizieren. Das hat sich natürlich auch mit der Zeit geändert. Es ist mittlerweile sehr populär geworden, dass Leute auch Frauen spielen wollen und so weiter. Ja? Aber für uns ist es irgendwie, macht es viele Dinge einfacher, ja, wenn wir tatsächlich einen Mann nehmen. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ne? Das Spielen richtig. So viele Männer unsere Spiele, und das sind tatsächlich weit über 90% aller Spieler Männer oder Jungs, die unsere Spiele spielen. Kommt es daher, weil sie einen Mann spielen und weil wir gar keine Frau anbieten? Aber wenn man sich die anderen Spiele mal so anguckt, dann kann man sehr schnell vermuten, nee, nicht unbedingt. Selbst wenn man das ändert irgendwie, würde man vielleicht tendenziell eher erstmal als etwas kleinere Butze Kunden verlieren, als dass man neue dazu gewinnt. Und wenn man es eben zusätzlich macht, dann ist es ja nicht nur so, dass die Sprachaufnahmenkosten verdoppeln oder verdreifachen, je nachdem, was man da anbieten will, sondern dass wir natürlich auch dann allein aus dem Gefühl heraus verpflichtet sind, die Geschichte darauf anpassen. Denn es ist doch selbstverständlich, dass wenn irgendwelche Charaktere, die in der Welt eingebettet sind, die wiederum ihre eigene Geschichte haben, dass die dann auf einen anderen Charakter auch anders reagieren müssen. Die Flapsigkeit oder die Dinge, die sagen, wenn der Held da hinkommt, die sind auf ihn gemünzt. Und zwar genau auf diesen Charakter, auf seine Vorgeschichte, das, was der NPC von ihm weiß, dass er einen Mann hat. So, ja? Ein Mann ist, genau. Und wenn ich jetzt als Frau da hinkomme, dann
wäre es nicht schön, wenn man einfach dieses ganze Prinzip übernimmt. Der aber Commander kommt, ja. Das kann funktionieren, ist aber irgendwie schon so ein bisschen, da verliert man eine gewisse Qualität. Ja. Finde ich auch. Also da sollte man, also nicht nur in der Wortwahl hier Gender-Gedöns, sondern auch darüber hinaus inhaltlich auch auf die Figur eingehen. Geht alles, nicht falsch verstehen, nicht auf uns einprassen, nur, ihr müsst halt auch ein bisschen mehr Arbeit investieren, dann geht das schon. Ja, das geht. Aber es kommt auch noch eine weitere Komponente dazu. Worauf haben wir denn auch am meisten Bock? Wo funktioniert Piranha Bytes am besten? Ja, das heißt also, diesen Typen, den Jax, ist natürlich auch eine geile Sache. So, den finden wir cool. So, also haben wir ein Spiel gemacht mit dem und da ist dann auch irgendwo unsere Leidenschaft. Wo wir bei persönlichen Merkmalen sind, es ist unheimlich wichtig, ja, dass dieser Kerl dann auch irgendwie gewisse Features hat. Ja. Und diese Features, die ändern sich auch mit der Zeit. Also es gibt so ein Beispiel von Risen 1, da war der Held irgendwie die komplette Produktionsphase über blond und hatte ein gewisses Gesicht. Und dann haben wir haben wir uns mehr oder weniger daran gewöhnt an diesen Typen, ja. Und dann haben wir den gespielt und so, und du hast es, glaube ich, irgendwie 30 Mal durchgespielt, das Spiel, der war immer blond, der hatte immer dieses Gesicht, hat man sich dran gewöhnt. Irgendwann unterwegs, ja, fand irgendjemand den Typ aus Prison Break so geil, ja, den Wentworth Miller, ja, und hat gesagt irgendwie, so, der muss es jetzt sein, weil der ist momentan hip, der ist populär und so, und euer blonder Typ da, den mögen wir nicht so. Ja, dann haben wir den geändert und in die PC-Version dann diesen Typen reingepackt. Parallel wurde dann die Xbox-Version in Frankreich produziert und die haben irgendwann gesagt, so, wir nehmen keine Daten mehr an, weil jedes Mal, wenn ihr uns irgendwie was gebt, ja, dann platzt irgendwie alles auseinander und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Integre Data, mon Dieu. Also war das so. In der PC-Version war das der Typ, ja, der jetzt auch drin ist, ja, und der blonde Typ, der war in der Xbox-Version. Das hätte man so auch nicht releasen dürfen, ja. Irgendwann, glaube ich, haben sie es dann auch geschafft, dass es tatsächlich irgendwann angenommen, so, okay, wir sehen ein, es geht nicht oder so, aber das kann sich auch unterschiedlich, in der Entwicklung kann, das ist es eben gab unterschiedliche so, ja? Versionen zu kaufen von dem Spiel, auf jeden Fall, wo dann unterschiedliche Heldenköpfe drin waren, was so totales No-Go ist eigentlich, ja, und wir dann denken, warum? Also es gibt ja so wirklich unique Features oder so, wir machen mal so ein kleines Beispiel, ein Typ mit Fokuhila und Dauerwelle, Schulterhaare, mit einer Armeehose und einer Uzi, ja, das ist, zumindest in den 80ern war das so, ist Snake Plissken. Ja? Kurt Russell. Kurt Russell, genau, ne, so. Ein Typ mit Schlapphut, braune Klamotten, ja, einer Peitsche an der Seite und einer Knarre ist Indiana Jones. So. Was haben wir da noch? Ja, ein Typ mit Sonnenbrille, ja, dicke Muskeln, eine riesen Gatling-Gun oder so und come get some, das ist Duke Nukem, der hat ganz klare Features. So, ja, da gibt es auch andere Beispiele wie Iron Man, ganz klar, der hat einen Anzug an, der ist rot-golden normalerweise immer und hat ein sehr markantes Gesicht, also so eine markante Maske. Okay, ein Typ mit einem roten Cape und blauen Spandex-Anzug. Klar kennt. Superman. Oder eben grüne Haare. Ne? Was hat grüne Haare? Okay, unser Race hat grüne Haare. Aber ich meine, ist klar, ne? Grüne Haare, geschminkt, Horror-Clown, Joker. Völlig klar. Das heißt, diese Unique Features, die musst du auch irgendwie immer bringen. So, ja? Man kann es natürlich auch generisch machen, ist völlig egal, aber irgendwie mehr Charakter verleihst du diesen Typen, wenn du tatsächlich irgendwas Besonderes machst. Unser Jax hat am Anfang von Elex ein sehr blasses Gesicht, ja, hat keine Haare auf dem Kopf, ja, vielleicht ein paar Stoppeln oder so, ja, eben weil er sehr viel Elex gefressen hat und dadurch halt ein sehr super toller Magier der Alps geworden ist, so, ja, und dann siehst du ihm das auch schon an, so, ja. Der hat auch irgendwie Furchen im Gesicht vom Krieg und so weiter und so. Das sind halt, der hat sehr markante Dinge. Der hat diesen Anzug an und so, den erkennst du sofort. Okay, das ist Jax. Ja? Na klar kann man da noch mehr machen. Man kann ihm noch mehr Merkmale geben, aber von mir aus irgendwelche Haare oder so. Aber das hat da irgendwie dazu nicht gepasst. Das heißt also auch die Features, die diese Figur hat, die braucht auch immer irgendwie eine Geschichte. Ja? Warum hat Indiana Jones zum Beispiel eine Peitsche? Ja, da hat man dann auch in Teil 3 irgendwie eine Geschichte zu bekommen. Ne? Warum hat er den Hut? Hat man dann auch eine Geschichte zu bekommen. Er hat immer seine komische, schrammelige Lederjacke. Als Lehrer hat er eine Brille auf. So, ja? Also ist auch so ein Clark Kent Superman-Ding. Ne?
Ja, aber da schließt sich wieder der Kreis. Du hast am Anfang gesagt, der Held ist ein Senftopf. Ja. Der Grund, warum der Björn sowas sagt, ist, dass wirklich jeder natürlich eine eigene Meinung dazu hat und dass eine ganz klare Geschmacksfrage auch ist, Ja. wie so ein Held auszusehen hat. Ja. Und je mehr Leute sich in ein solches Thema einmischen, / einmischen dürfen, desto weniger markant wird in der Regel auch am Ende der Held. Wenn jetzt zum Beispiel ein Charakter klar vorgegeben ist, wie zum Beispiel der Witcher, da gehst du auf die RPC beispielsweise, guckst durch die Gegend, Witcher-Cosplay. Erkennst du sofort. Muss nur einer so eine weiße Perücke aufziehen, kann super aussehen oder auch überhaupt nicht, aber du erkennst sofort, das soll Geralt sein. Ja. Und innerhalb so einer Entwicklung ist es sehr häufig so, dass der Story-Bereich eine bestimmte Vorstellung hat, wie der auszusehen hat. Der Figurenbereich hat eine bestimmte Vorstellung, wie der auszusehen hat. Dann gibt es technische Details, die beeinflussen. Irgendwie, ja, mach ihm doch mal 2 Augen und das eine soll grün sein, das andere blau. Das ist doch ein super unique Feature irgendwie, aber das Feature ist noch gar nicht da. Kommt es rechtzeitig, kommt es nicht? Darf man das in der Story transportieren oder nicht? Das heißt, wenn wir jetzt in die Dialoge reinschreiben, ey, du hast ja ein grünes und blaues Auge und am Ende hat der 2 braune, dann ist das natürlich ein Bug und nicht schön. Also überlegt man sich an der Stelle zweimal, ob man so etwas von vornherein festlegt oder lieber vorsichtig ist und am Ende zumindest hofft, nicht 2 verschiedene Köpfe im Spiel zu haben. Und dann kommt vielleicht sogar noch der Publisher und hat eine Vorstellung, ja, aber das lässt sich gerade nicht gut verkaufen, irgendwie Glatzen sind gerade out. Kommen wir zu was völlig anderem. Ne? Schließen wir mal dieses Thema ab. Community-Fragen hatten wir schon? Oder? Nein, hatten wir noch nicht, Gut, aber dann ich könnte habe ich hier vorbereitet. Gut. Frage Nummer 1. Wie bekommt man eigentlich diese Kette, die du da trägst? Gar nicht, weil die habe ich irgendwann vor 10 Jahren oder so beim Goldschmied machen lassen. Und das ist ein Unikat. 10 Jahre erst, ist doch bestimmt älter, Ist oder? älter? Ja, guck mal, wir sind ja schon über 10 Jahre zusammen. Okay, die ist älter. Ja, diese Frage kommt tatsächlich sehr oft. Es gab ja mal damals in der Gothic 3 Collectors Edition, glaube ich, diese, Schläfer. Nee, war das ich glaube, nicht? das war in der polnischen Gothic 1 Packung. Gab es so ein Ding, ja. Ja, in größer. Ja. Aber diese kleine Achso, die kleinen, die gab es in der Dings, Gothic genau. 3 Collectors Da gab's Edition. auch so Aber ein die Ding. kriegt man tatsächlich mittlerweile echt schlecht. Manchmal taucht einer auf eBay auf. Schwierig. Ja. Frage Nummer 2. War Elex ein Erfolg finanzieller Art? Ja, wir wurden oft gefragt, ob wir da finanziell mit zufrieden sind. Und meine Antwort darauf war immer, ja, alles andere als außerordentlich wäre eine Frechheit, weil das ist wirklich sehr erfolgreich gewesen. Ja. Ja, schon in den ersten paar Monaten hat sich das abgezeichnet. Wir haben aber jetzt einen Preis dafür bekommen. Genau, Ja. Game Award. Game Award. Und wir sind seit, habe ich das letzte Mal nicht schon mal erzählt? Haben wir Seit erzählt, 2015 tatsächlich das erste Spiel, das mehr als 100.000 Stück nur in Deutschland verkauft hat von diesem. Und das ist lange keinem anderen deutschen Studio gelungen. Und darüber hinaus, wenn man die ganzen internationalen, wir haben uns ja weltweit verkauft, noch dazu zählt, dann war das ein außerordentlicher Erfolg für uns. Dem man natürlich insgeheim immer hofft, aber nicht weiß, ob es tatsächlich klappt, weil es ein ambitioniertes und mutiges Projekt war. Und wir freuen uns umso mehr darüber, dass das tatsächlich super gelaufen ist. Gut, kommen wir mal zu diesem komischen Ding hier. Was soll das? Ein Pappkarton, ja, wo Trophybox draufsteht. Also wir haben lange darüber diskutiert, wie wir dieses Ding nennen sollen. Oh, das Ding ist super schwer. Wir werden auch gleich sehen, wieso. Was soll das? Das ist ein Behältnis, ja, mit Sachen, die wir bekommen, so, für unsere Spiele, ja. Wir kriegen unheimlich viel Kram von Menschen zugesteckt und so weiter. Und wir möchten gerne, dass wir die mal einmal vorstellen hier, wo wir jetzt eine Plattform haben, wo wir Sachen zeigen können und uns bedanken können. Und das sind unsere Trophies, die wir errungen haben über die Zeit, also einige davon. Und 2 davon werde ich heute mal vorstellen. Allen voran mal dieses Ding, warum das Ding so schwer ist. Das ist nämlich der BAM Award. Ja, kann man hier sehen. Ja, das Ding ist echt fast 5 Kilo schwer, glaube ich. Das ist unfassbar schwer. Das ist unfassbar schwer und gleich fällt es mir runter. Den haben wir bekommen auf der Gamescom 2017 und zwar das ist der Computec Game Award, ja, Publikumspreis, den wir bekommen haben.
Vielen, vielen Dank dafür, weil da haben wir uns super drüber gefreut, weil da waren wir noch in so einer Phase, wir wissen nicht, ob das gut ankommt, das Ding, und wir haben unterschiedliche Meinungen und so. Und dieses Ding, das hat uns sehr geholfen dabei. Okay, wir sind immer noch auf dem richtigen Weg, ein Stück weit. Ne? So, eine zweite Sache, die ich gerne mal erwähnen möchte, ja, die mir selber am Herzen liegt, das ist das hier. Das ist ein Modul, ja, für Dungeons and Dragons, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, ja. Und zwar heißt das Ding Das Geheimnis der verlassenen Minen. Die Annika Krause hat das gemacht, ja, und hat mich gebeten, ja, das sich mal anzugucken und so. Das war, glaube ich, ein Geburtstagsgeschenk, ja, für ihren Schwager oder irgendwie Freund irgendwie und so. Und das ist richtig toll geworden. Ja, erst habe ich nur die PDF-Datei bekommen, weil ich dieses Ding, ich wollte ihr nicht zumuten, dass es mir das ausdruckt, aber da hat sie mich auf der RPC, die Annika, tatsächlich noch erwischt und gesagt, nein, ich bestehe darauf, dass du tatsächlich das gedruckte Ding bekommst. Und ja, vielen, vielen Dank dafür an der Stelle. Großartiges Teil irgendwie und ja, das hat auch sehr viel Interesse geweckt bei vielen. Ne? Das wäre natürlich jetzt die nächste Frage. Ne? Wenn wir schon sowas wie ein Pen and Paper, ein Gothic haben oder jemand sich die Mühe gemacht hat, sowas zu bauen, dann ist die nächste Frage, ja, wie komme ich da dran und kann ich das mit meinen Freunden zu Hause spielen? Die Gothic-Lizenz, die gehört natürlich uns, aber Dungeons & Dragons nicht. Das heißt, ohne die Erlaubnis offiziell von Dungeons & Dragons, also die da für diese Lizenzen zuständig sind, dürfen wir natürlich dieses Ding nicht aus den Händen geben. Entsprechend ist die Antwort erstmal nicht. Aber es ist trotzdem super lieb und total geil von der Annika, dass die sowas in ihrer privaten Zeit für uns gemacht hat. Ja, vielen, vielen Dank. So, wir haben noch mehr Krempel da drin, aber das werden wir dann beim nächsten Mal uns mal weiter angucken. Für heute sind wir, glaube ich, durch, ne? Ja. So. Was war jetzt die richtige Kamera? Muss ich da rangucken? Da muss ich ran. Ach, die leuchtet. Hallo. Die leuchtet? Ja, die leuchtet. Guck mal, hier die Ränder da und ja, okay. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Vielen Dank. Bis dann. Und, weißt du, was jetzt verboten ist? Nee. Oh, ich habe was vergessen. Das ist ab jetzt verboten. Okay? Ich weiß doch nicht vorher, ob ich was vergessen habe oder nicht. Okay. Ich weiß das immer nur, wenn es mir einfällt. Und dann werde ich versuchen, Jedes keine Mal, Miene wenn wir zu vom verziehen. Hof fahren, bei uns, ja, dann kommt dieser Spruch. Deswegen sage ich das. Ich will den jetzt nicht hören. Kriegen wir auch so hin, oder? 1000 Sachen, an die man denken muss. So.